Herzlich willkommen beim Tech Talk von O2 Telefonica. Mein Name ist Birgit Dengel und ich freue mich darauf, dass ihr wieder zu Gast seid. Der Tech Talk ist das Diskussionsformat von O2 Telefonica, dem Unternehmen, das in Deutschland mehr als die Hälfte aller Menschen mit Mobilfunk verbindet. Und der Tech Talk verbindet Entscheider. Die Entscheider, die wir heute hier bei uns haben, sind Markus Haas, CEO von O2 Telefonica. Herzlich willkommen, Markus. Und Henning Hein, Geschäftsführer von Nexaro. Nexaro ist eine Tochter von Vorwerk, die kennt man durchaus vom Thermomix, von den Staubsaugern, das weiß man. Was Nexaro genau macht, erklärst du uns gleich, Henning. Aber eins kann ich schon verraten, ich glaube, viele Reinigungskräfte, viele Facility Manager sehen euch als ihre Rettung an. Wir sind ganz gespannt, was du uns gleich dazu erzählst. Toll, dass ihr da seid. Toll, dass du zu uns gekommen bist, Henning, hier nach München. Wir sind heute im Innovationshub von O2 Telefonica zu Gast in der Weira, in der Münchner Innenstadt. Und das passt auch ganz gut zum Thema, weil wir sprechen wollen mit Markus und Henning über Arbeitskräftemangel und wie digitale Innovationen Antworten, Lösungen bieten können, um den Arbeitskräftemangel in Deutschland abzumildern. Ja, was ist das Problem? Die Unternehmen in Deutschland sagen laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer, dass der Fachkräftemangel ihr zweitgrößtes Geschäftsrisiko ist, nach der Energie- und Rohstoffpreisproblematik. Rund 700.000 Stellen in Deutschland sind aktuell unbesetzt und die deutsche Wirtschaft schätzt den Schaden, der dadurch entsteht, auf über 90 Milliarden Euro. In der Vergangenheit hat man gesagt, Digitalisierung, das sei womöglich der Jobkiller. Jetzt dreht sich das Bild allerdings und jetzt gilt Digitalisierung als Heilsbringer, um den Arbeitskräftemangel in Deutschland zu bekämpfen. Da schaue ich dich an, Markus, als Digitalisierungsexperten. Was ist da passiert? Wie hat sich diese Meinung so drehen können? Ja, wir sind einerseits natürlich in der Wachstumsphase gewesen und immer mehr Tätigkeiten und immer mehr Dienstleistungen haben sich in den tertiären Sektor verlagert. Das heißt, immer mehr Service- und Dienstleistungen werden nachgefragt. Und natürlich hat die Digitalisierung geholfen, viele einfache Tätigkeiten digital zu erledigen. Das kennt man selber von allen Anwendungen, die man, egal ob man mit Finanzdienstleistern, Versicherungen oder mit allen anderen Dienstleistungen, die man nutzt, Autovermieter, Flüge, all diese Dinge werden digitalisiert genutzt. Aber wir sehen natürlich auch, dass der Anspruch und der Servicegedanke an sich weiter steigt, egal ob das jetzt in der Gastronomie, im Hotelgewerbe der Fall ist oder natürlich auch ganz klar im Bereich der Mobilität. Das heißt, wir haben mehr Dienstleistungen im Servicebereich, wenn ich auch an die Logistik und die gesamte Transport- und Paketzustelldienstbereich denke. All diese Dinge haben dazu geführt, dass wir eigentlich mehr Dienstleistungen haben, weil die Digitalisierung natürlich auch den Servicesektor anheizt. Das heißt, die Ansprüche der Verbraucher, der Unternehmen im B2C, im B2B-Bereich sind auch größer geworden. Und wahrscheinlich verstärkt sich der Trend weiterhin, so wie du das schilderst. Jetzt ist die Gebäudereinigungsbranche das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland mit 700.000 Menschen, die in der Gebäudereinigung arbeiten. Ich schaue jetzt dich an, Henning. Warum ist jetzt diese Branche besonders stark vom Arbeitskräftemangel derzeit betroffen? Die Gebäudereinigung ist ein Handwerk. Und wenn die Hände fehlen, um die Arbeit zu machen, dann hat die Branche ein Riesenproblem. Wir haben auch eine repräsentative Studie genau in der Branche Gebäudereinigung durchgeführt. Und 91% aller Entscheider sagen, der Fachkräftemangel ist bei uns das Problem Nummer 1. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann können wir unsere bestehenden Kunden nicht mehr bedienen. Wir können keine Neukunden akquirieren. Und deswegen brauchen wir da unbedingt Lösungen für. Eine Lösung dafür habt ihr mit Nexaro, mit den Produkten von Nexaro geschaffen. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Was genau macht ihr mit Nexaro? Wir bei Nexaro möchten die Gebäudereinigungsbranche
Reinigungsbranche durch unseren Cobotic-Ansatz, durch unseren Reinigungsroboter für die gewerbliche Nutzung revolutionieren. Du hast gerade Cobotic gesagt, das war aber kein Versprecher. Du wolltest nicht Robotik sagen. Was ist Cobotic genau? Cobotic steht für kollaborative Robotik. Das heißt, der Reinigungsroboter reinigt oder arbeitet mit den Reinigungskräften Hand in Hand zusammen. Und das bedeutet gar nicht so sehr, dass die Roboter irgendwie ein Kindermädchen brauchen und irgendjemand die ganze Zeit da hinterherlaufen muss, sondern das bedeutet vielmehr, dass der Roboter das macht, worin er gut ist. Der Roboter kann zum Beispiel sich wiederholende Tätigkeiten gut ausführen. Der kann auch nachts arbeiten, das ist dem Roboter egal. Die Reinigungskräfte dagegen, die haben auch einen körperlich sehr anstrengenden Job. Also ich mache gerne auch mal eine Frühschicht mit und wenn man 1000, 2000 Quadratmeter gestaubsaugt hat, dann weiß man wirklich, was man getan hat. Und das ist nicht nur körperlich anstrengend, es gibt auch einen Grund, warum das Staubsaugen so früh morgens in Bürogebäuden oder spät abends stattfindet. Das ist die Lautstärke. Und wenn ich die Reinigungskräfte davon entlasten kann, von diesen wirklich sehr, sehr ungünstigen Arbeitszeiten, dass die auf einmal tagsüber reinigen können, kann ich vielleicht auch ganz neue Gruppen von Arbeitskräften ansprechen und somit auch nochmal was gegen den Fachkräftemangel in der Branche tun. Das heißt, es beklagt sich keiner, wenn ihr mit den Robotern kommt, von den Reinigungskräften, von den Facility Managern, sondern die freuen sich eher, dass ihr Tätigkeiten übernehmen könnt, für die sonst keiner da ist? Unsere Kunden sind zunächst die großen und auch kleinen Reinigungsunternehmen und für die spielen natürlich ganz viele unterschiedliche Punkte eine Rolle. Fachkräftemangel, Profitabilität in der Branche, auch ein Riesenpunkt, aber auch Nachhaltigkeit im Sinne von, wie tue ich was für meine Mitarbeitenden und wie kann ich deren Job angenehmer gestalten. Und das ist nicht nur die körperliche Entlastung, das hat auch damit zu tun, den Arbeitsplatz ein Stück weit aufzuwerten, mit Hightech in dem Fall. Und die Mitarbeitenden selber, unsere Erfahrung mit unserem Produkt ist bisher immer, das allererste, was passiert, der Roboter kriegt einen Namen. Das kennt man vielleicht von zu Hause, aber wie heißt der so? Also ich glaube, der Nummer 1 Name ist Robby. Ne? Okay. Ich habe auch schon von Karl-Heinz gehört oder was auch immer. Also jeder Roboter kriegt einen Namen und der wird sehr, sehr schnell in den Arbeitsalltag integriert und dann auch akzeptiert. Und ich glaube, muss keiner Angst haben, dass ein Staubsaugerroboter einem irgendwie den Job wegnimmt. Denn es gibt mehr als genug zu tun. Es gibt nicht nur das Staubsaugen von Flächen, es gibt Überbodenreinigung, es gibt Arbeit ohne Ende in so einem Gebäude. Und jede Hand oder jedes Gerät, was da helfen kann, ist da willkommen und sinnvoll. Jetzt möchte ich gerne von Nexaro, von dem Beispiel in der Reinigungsbranche, mal wieder eine Stufe höher gehen auf Digitalisierungslösungen insgesamt. Markus, Nexaro ist ja ein Beispiel dafür, wie man mit digitalen Lösungen wirtschaftliche Engpässe reduzieren kann und auch die Wettbewerbsfähigkeit am Ende in Deutschland stärken kann. Wo siehst du weitere Beispiele? In welchen Branchen und worauf kommt es da auch an, damit die wirklich implementiert werden? Also ich glaube, auch am Beispiel von Nexaro haben wir gesehen, es müssen viele Dinge zusammenkommen. Wir brauchen eine Cloud-Lösung, wir brauchen Konnektivitätslösungen. Aber wir als Unternehmen brauchen natürlich auch das Fachwissen der einzelnen Branchen, weil wir wären niemals in der Lage, ein Produkt, wie es jetzt gerade an den Markt gebracht worden ist, selbst zu entwickeln. Wir müssen verstehen, was Kunden und Kundinnen wirklich brauchen, um digitale Lösungen anbieten zu können. Das heißt für uns, dass wir uns auf viele Sparten aufteilen, um erstmal zu verstehen, was ist der Bedarf. Und die Kreativität, wie die Lösung dann geht, die sitzt meistens in den Unternehmen, weil die natürlich am besten wissen, wo sie letztendlich Engpässe haben, wie sie die Lösung kundengerecht aufbereiten und wie sie auch einen echten Mehrwert aus den Bausteinen, die wir über 5G-Campusnetze, über IoT, über 5G-Netze, die wir im öffentlichen Bereich funken, Cloud-Lösungen, all diese Dinge, diesen Baukasten zusammenzubauen auf gut Deutsch, dass ich dann letztendlich eine Lösung habe, die besser ist als eine heutige und die natürlich auch in der Lage ist, wenn ich Fachkräftemangel in meiner Branche habe, diesen natürlich auch zu lösen.
Jetzt hast du ganz, ganz viele Begriffe in unsere Diskussion schon reingeworfen. IoT war unter anderem dabei. Darauf möchte ich jetzt eingehen, aber nochmal zusammenfassend, wenn ich dich richtig verstanden habe, also eigentlich gibt es keine Begrenzung der Branchen. Es kann überall eingesetzt werden und es kommt darauf an, dass die jeweiligen Branchenexperten sagen, wo eigentlich der Bedarf ist oder wo eine Lösung erforderlich ist. Absolut. Also egal, ob wir jetzt im Logistikbereich unterwegs sind oder im Dienstleistungsbereich, aber auch im produzierenden Gewerbe ist es wichtig, dass ich letztendlich noch schneller produzieren kann, effizienter bin oder auch zum Beispiel die ganzen Dokumentationspflichten. Wenn ich eine 5G Private Cloud Lösung habe, übernimmt letztendlich die Cloud oder die Digitalisierung die komplette Dokumentation, das Qualitätsmanagement, aber irgendwann auch die Wartung. Das heißt, all diese Dinge, wo ich heute vielleicht noch viele, viele Fachkräfte einsetzen muss, die eine sehr langweilige Tätigkeit ausführen, weil sie Dinge dokumentieren. Das kann ich letztendlich alles in die Cloud geben, kann das automatisch erfassen und kann die Fachkräfte, die ich habe, umschulen und sie auf spannendere und anspruchsvollere Tätigkeiten setzen. Jetzt gibt es ja aber vielleicht noch Bedenken und damit schlagen wir jetzt mal die Brücke eben zu IoT und auch KI, künstlicher Intelligenz, Internet of Things. Jetzt gibt es ja teilweise Bedenken von Menschen, die sagen, naja, in meiner Branche funktioniert das nicht, weil Roboter im Zweifel ja gar nicht so komplexe Tätigkeiten hinbekommen. Denen fehlt die Feinmotorik, die Koordination. Das klappt alles nicht so, wie Menschen das könnten. Wie war das bei euch, Henning? Also ich wage mal einen Blick in die Glaskugel und ich glaube, wenn ich jetzt 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft gucke, da wird sich einiges verändern, auch technologisch verändern und Roboter, automatisierte Systeme, smarte Systeme werden viel, viel mehr machen können, als wir uns gerade vorstellen. Stand heute und auch ganz sicher noch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr muss ich sagen, die meisten Systeme, auch unseres ehrlich gesagt, ist am Ende nur ein dummes Produkt, ist ein dummer Roboter. Der kann eine Sache gut, der kann gut Staubsaugen und das auch nur freie Flächen. Und alles andere, das machen immer noch die Menschen und das wird auch noch ganz lange so bleiben. Und was erwartest du dann für die Zukunft, wenn du sagst, da kommt noch ganz viel? Was sind Visionen, die du dir vorstellen kannst? Also ich persönlich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt ein Stück weiter in die Zukunft denke, dass so humanoide Roboter einen echten Schritt noch mal bringen werden. Ich rede jetzt nicht von morgen, aber wenn ich mir vorstelle, was es sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause an anstrengenden Tätigkeiten gibt oder an Support, den ich gerade als älterer Mensch zu Hause benötige. Und wenn ich dann sehe, mit was für rapiden Fortschritten wir gerade konfrontiert sind, glaube ich schon, dass das da immens für Entlastung sorgen kann. Markus, du hast ja nicht nur mit Nexaro als Geschäftskunden zu tun, sondern auch mit vielen anderen Geschäftskunden. Was sehen die denn für potenzielle Felder, wo innovative Technologien mit Internet of Things oder künstlicher Intelligenz eben zu einer Vereinfachung der Prozesse führen können und Arbeitskräftemangel mildern können? Wir sehen im Moment natürlich auch gerade im Bereich der Robotik, dass natürlich künstliche Intelligenz und Robotik sich treffen und natürlich unglaubliche Skaleneffekte erzielen können. Also was wir natürlich heute sehen, wenn Roboter etwas lernen, dass sie das sehr schnell weitergeben können über 5G-Technologie, dass ich dann nicht nur einen Roboter, sondern vielleicht 500 Roboter gleich automatisch, wenn ich einen programmiert habe, in der Lage ist, Dinge stanzen, zusammenfügen, transportieren, tragen, all diese Dinge. Das hilft mir natürlich auch, um sozusagen Dinge zu skalieren, einfache Tätigkeiten. Was wir auch sehen im Bereich der Robotik ist, dass da eigentlich keine Grenzen gesetzt sind, insbesondere wenn es um die Produktion um Dinge geht. Klar, also die Friseurinnung ist noch nicht auf uns zugekommen, also zum Haare schneiden gibt es noch keine Anfragen und auch keine Ideen. Kannst du dir das vorstellen? Auf deinen Punkt. Es wird mit Sicherheit auch irgendwo Grenzen geben im Moment, natürlich auch was die Akzeptanz der Menschen, die mit den Dienstleistungen in Berührung kommen, angeht. Das heißt, im Wesentlichen alles, was im industriellen Bereich stattfindet in der Produktion, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und im Dienstleistungsbereich entscheiden letztendlich auch die Kunden und Kundinnen, was für sie akzeptabel ist und in welcher Form sie Roboter einsetzen wollen, im gewerblichen als auch im privaten Bereich.
Ich mache da auch gerne noch mal ein Beispiel aus der Gebäudereinigung. Wenn ich mir vorstelle, irgendein Roboter soll hier unsere 3 Tische abstauben, hier bei mir kurz das Wasserglas hochnehmen, bei dir ein Stück Papier und bei dir vielleicht noch das Handy, hinterher wieder so hinlegen. Also bis das gut funktioniert, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Okay, also gibt noch was zu tun, aber ich würde jetzt gleichzeitig sagen, naja, bevor jetzt der Boden überquillt vor Staub, weil einfach keine Reinigungskräfte da sind, dann akzeptiere ich natürlich einen Roboter lieber, als dass es dreckig ist. Also vielleicht muss da auch einfach der Druck groß sein, dass man dann sagt, ja komm, lass es uns ausprobieren. Das ist auf der einen Seite ja vielleicht Druck. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass diese Branche durchaus einen Drang hat zu Innovation und Digitalisierung. Also wenn man da mit den Führungskräften spricht, auch wieder repräsentative Daten, 76% der Führungskräfte in der Gebäudereinigungsbranche haben gesagt, Robotik, Digitalisierung, das ist das, worauf wir setzen müssen. Ja, sehr spannend. Ich möchte auf einen Punkt noch eingehen, weil wir haben jetzt über die Roboter gesprochen, die da im Einsatz sind. Jetzt könnte man ja annehmen, naja, das funktioniert in den Firmen vielleicht, also in einem Bürogebäude, über das normale WLAN-Netz, das man so nutzt. Aber ich weiß, ihr lächelt jetzt schon beide, ich weiß, dass es nicht so ist. Also wieso braucht man denn für sowas häufig Mobilfunknetze? Markus, magst du starten als Mobilfunkexperte natürlich bei O2 Telefonica? Also was wir immer wieder sehen, insbesondere im High-Performance-Bereich, wenn ich eben sehr genaue und akkurate Bewegungen benötige von Robotern, weil sie wertvolle Dinge tragen oder weil sie eben sehr sauber und konkret arbeiten sollen, dann ist Wi-Fi eben, was die Latenz angeht, nicht so gut und auch nicht so zuverlässig wie 5G. 5G ist millimetergenau, was die Präzision angeht, und das hilft natürlich insbesondere auch im Bereich von Nexaro, weil ich natürlich keine Unfälle haben will, weil ich natürlich lernende Roboter haben möchte und weil ich natürlich auch wirklich präzise arbeiten will, um auch zu zeigen, dass ich wirklich ohne den Arbeitsalltag oder das Firmengeschehen zu beeinflussen in der Lage bin, eine hervorragende Leistung abzuliefern. Und das ist mit Wi-Fi nicht möglich, weil die Datenpakete einfach nicht mit so einer geringen Latenz transportiert werden. Der bleibt dann schon mal stehen oder ruckelt. Man kennt es vielleicht auch so ein bisschen von seinem Mähroboter zu Hause. Die sind einfach noch nicht so, sofern sie nicht 5G gesteuert sind, einfach noch nicht so präzise, wie es eigentlich in einem Geschäftsumfeld notwendig ist. Henning, du nickst. Habt ihr es mal ausprobiert mit Wi-Fi, oder? Bei uns gibt es noch einen ganz trivialen Grund. Wir haben das Produkt mit einem großen Gebäudereinigungsunternehmen zusammen entwickelt. Und das Erste, was die uns gesagt haben, nachdem wir den Roboter mit Wi-Fi dahingestellt haben, war, ja, sorry, wir dürfen gar kein Wi-Fi benutzen. Denn wir sind ja in den Gebäuden unserer Kunden unterwegs. Die haben da Sicherheitsbedenken. Die lassen uns doch nicht in ihr Wi-Fi. Das heißt, aus dem Grund war das schon eine ganz harte Produktanforderung, dass die gesagt haben, der Roboter muss auf jeden Fall anders ins Internet. Bleibt natürlich Mobilfunk als offensichtliche Lösung. Wir haben noch einen zweiten wirklich großen Vorteil, der uns auch dabei hilft zu skalieren. Es ist so einfach, denn ich packe in dem Fall den Roboter aus, mache den an und er ist online. Und ich muss nichts mehr konfigurieren in dem Objekt und muss mich mit der lokalen IT beschäftigen oder sowas, anschalten und das Ganze funktioniert. Und das ist auch bei unserem Use Case total wichtig, damit sich das durchsetzt. Du sagst, es ist so einfach, total nachvollziehbar. Jetzt gibt es ja aber gerade in Deutschland auch immer wieder Klagen über die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit der digitalen Infrastruktur, also des Mobilfunknetzes. Wie weit ist es denn da, Markus? Also wo stehen wir tatsächlich in Deutschland? Was ist noch zu erwarten, damit solche Lösungen dann auch wirklich flächendeckend überall funktionieren? Also was 5G angeht, sind wir wirklich auf dem Weg zum Europameister. Wir sind inzwischen Nummer 4 im europäischen Ranking. Das heißt, wir haben 5G so schnell ausgerollt wie keine andere Technologie. Wir streben 99,5% Bevölkerungsabdeckung an und arbeiten natürlich auch ganz stark an der Flächenabdeckung. Da sind wir jetzt auch schon über 95%. Das heißt, wir kommen in großen Schritten voran. Es könnte natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen leichter sein, insbesondere im ländlichen Bereich. Wenn wir die Genehmigungsfiktion, das heißt, ich darf Standorte bauen, auch wenn sie noch nicht genehmigt sind,
wenn der politische Wille jetzt auch in den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird, dann könnte es noch ein bisschen schneller gehen. Und wenn wir Klarheit bei den Frequenzen haben, das heißt, wenn die Bestandsfrequenzen verlängert werden, dann können wir natürlich noch mehr und noch schneller investieren, sodass wir wirklich die letzten weißen Flecken, die wir haben, auch noch schließen. Aber wie gesagt, wir sind sehr, sehr gut vorangekommen. Wir haben über 5000 weiße Flecken in den letzten Jahren geschlossen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass ich eine zuverlässige Technik habe, die nicht nur im urbanen Bereich, sondern insbesondere auch im ländlichen Bereich verfügbar ist. Wenn ich jetzt an die gesamte Landwirtschaft denke, die ja auch sehr, sehr stark digitale und mobilfunkgetriebene Lösungen einsetzt. Ich habe jetzt schon verstanden, was du dir noch wünschst im Sinne von Regulierung und Möglichkeiten zu investieren, um das dann auch wirklich flächendeckend für Unternehmen zugänglich zu machen. Jetzt schaue ich Henning noch an. Gibt es bei dir etwas auf staatlicher Ebene, was du dir wünschen würdest, was euer Geschäft noch weiter voranbringen würde? Vielleicht zuerst noch eine Frage an Markus, denn meine Kunden fragen mich immer, was mache ich eigentlich, wenn ich im zweiten Untergeschoss mit dem Roboter reinigen möchte? Ich sage dann immer, wende dich bitte an deinen Mobilfunkanbieter und der kann dir lokal ein Campusnetz installieren, was auch im zweiten Untergeschoss funktioniert. Ist das so? Absolut. Wir arbeiten natürlich dann auch mit Repeatern und Verstärkerlösungen, je nachdem, welches Gebäude es ist und was der Eigentümer natürlich auch zulässt. Aber man kann letztendlich alles versorgen. Da gibt es auch neben dem gesicherten Wi-Fi-Netz, das du gerade angesprochen hast, viele Lösungen, um das Mobilfunksignal, ob 4G oder 5G, was ich benötige, zu verstärken, um natürlich auch sicherzustellen, dass überall Abdeckung ist und damit natürlich auch die Dienstleistung funktioniert. Und wenn das jetzt noch ein bisschen einfacher wird, das zu beauftragen, denn meines Wissens kann ich das als Unternehmer nicht selber machen oder als Eigentümer von so einem Gebäude, sondern muss da immer, selbst für so einen einfachen Repeater, muss das wiederum in dem Fall von euch installieren lassen. Wenn da die Regulierung ein bisschen einfacher wäre, das würde uns auch helfen. Da arbeiten wir dran. Wir kommen zum Schluss dieser Diskussion. Ich habe zum Abschluss eine persönliche Frage an euch beide. Wir haben jetzt natürlich über Geschäftskunden gesprochen, wir haben über Arbeitskräftemangel gesprochen, also die großen Themen rund um Digitalisierung. Wie sieht es denn persönlich bei euch aus? Wo wünscht ihr euch für euer Leben, für vielleicht euren Beruf, für euer Privatleben eine KI-Lösung, die es so noch nicht gibt? Ja, also beim Thema Wetter wird man ja doch immer wieder überrascht. Also ich spiele gern Tennis draußen und wenn ich heute rausschaue, war gestern der Wetterbericht noch besser. Also alles, was so ein bisschen mehr auf bessere Vorhersage, Prognose geht, auch zur Planung, da würde ich mir wünschen, dass wir noch ein bisschen besser werden und nicht so oft Wetterüberraschungen haben. Oh, das ist spannend. Also eine Unterstützung für Petrus. Vielleicht klopft er ja mal an. Henning, wie sieht es bei dir aus? Ja, also aus dem privaten Umfeld ein bisschen mehr Digitalisierung und KI, so im Bereich kommunale Bürokratie, nenne ich es mal, fände ich super. Ich bin gerade letzte Woche an einem Briefkasten vorbeigelaufen in einem öffentlichen Gebäude. Da stand drauf, Online-Formulare bitte hier einwerfen. Das fand ich dann wiederum lustig. Lustig und nicht so lustig, haben wir hier auch schon diskutiert beim Tech Talk, beides irgendwie, oder? Genau, also ich glaube, da ist noch tatsächlich viel Potenzial. Und ganz persönlich nutze ich ganz gerne auch mal so die diversen KI-Tools, die es so gibt. Ich habe gerade letzte Woche für eine Präsentation, ich finde, manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Und wenn man dann mal eben schnell in 5 Minuten sich ein KI-generiertes Bild für so eine Präsentation machen kann, das erleichtert mir gerade meinen Arbeitsalltag tatsächlich sehr. Das finde ich klasse. Also insofern können wir positiv enden mit den Chancen von Digitalisierung und KI. Das freut mich sehr. Vielen Dank an euch beide. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, nicht nur über Roboter, sondern vor allem generell darüber, wie man eben mit Engpässen bei Arbeitskräften umgeht und was es da für Möglichkeiten gibt mit Campusnetzen und Ähnliches, auch im zweiten Untergeschoss. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unseren Zuschauern, ich bin mir sicher, unseren Zuschauern geht es genauso. Danke an euch. Wir sehen uns bald wieder bei einem der nächsten Tech Talks.